Wir wissen mittlerweile alle 30 WSM-Teilnehmer. Was wir natürlich noch nicht wissen, das ist die genaue Aufstellung der Gruppen. Die wird vermutlich erst ein paar Tage vor Wettkampfbeginn bekannt gegeben. Aber natürlich wollen wir uns bis dahin die Zeit vertreiben und ein bisschen Hype generieren für den World's Strongest Man. Und zu diesem Zweck hat der gute Strongman Historian, dem ihr natürlich alle folgen solltet auf YouTube und auf Instagram, hat eine sogenannte Tierlist erstellt, wo man alle 30 Teilnehmer nach Lust und Laune ranken kann. Und bevor wir damit anfangen, muss ich noch sagen, ich bin ein bisschen am Rumkränkeln. Wenn es jetzt gleich Leerstellen hier irgendwie gibt, dann liegt das daran, dass ich meinen Husten rausgeschnitten habe und eine Cam erspare ich euch heute auch mal. Also, ich habe mir sein Video noch nicht genau angeschaut, deswegen bin ich hier komplett unbeeinflusst und ich habe schon ein bisschen dran rumgespielt. Ich hoffe, dass ich die Reihenfolge hier noch nicht so durcheinander gebracht habe, ist aber auch egal. Ihr seht hier, wir haben 6 Kategorien, die kann man auch benennen. Das wollen wir doch gleich mal tun. Also S+, wechseln wir jetzt einfach mal in Favoriten auf den Titel. Dann machen wir hier S, machen wir, würde ich sagen, potenzielles Podium. Dann machen wir hier, würde ich sagen, potenzielles Finale. Und hier machen wir, würde ich sagen, Stone Off und dann hier irgendwie, ja, Gruppenphase ausgeschieden, würde ich sagen. Also ich habe hier mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist alles jetzt komplett Freischnauze. Und wir fangen mal mit dem ersten Teilnehmer an. Und es ist kein richtiger Teilnehmer, denn Shane Flowers natürlich musste sich oder hat schon angekündigt auf Instagram, dass er einen Bizepsabriss erlitten hat und sich vom Wettkampf zurückziehen muss. Deswegen machen wir hier das letzte, machen wir einen zurückgezogen. Ich bin gespannt, wer seine Alternative, wer sein Ersatz wird. Ich gehe davon aus, dass es ein Brite wird. Ich hätte aber natürlich gerne jemanden wie Tristan Hoth. Den würde ich sehr gerne sehen beim WSM, aber ich habe mittlerweile da keine großen Hoffnungen mehr. Weiter geht's natürlich mit dem amtierenden Champion Mitch Hooper. Und ich denke, da haben wir auch schon unseren Gewinner dieses Jahr. Ja, ganz klar, Mitch muss in die oberste Kategorie. Er sieht quasi unbesiegbar aus mittlerweile. Hat natürlich den Arnold Classic und den Arnold UK schon gewonnen dieses Jahr. Und die Disziplinen beim WSM sind auch sehr gut für ihn. Und es geht weiter mit einem sehr, sehr spannenden Athleten, Matthew Ragg aus Neuseeland. Den packe ich hier mal auf das potenzielle Podium. Er hat bei den World Tour Finals hat er den 2. Platz gemacht, hat dann noch Mitch Hooper geschlagen, knapp hinter Tom Stoltman gewesen, hat dieses Jahr die Beasts of Burden gewonnen. War jetzt kein hoher internationaler Wettkampf, aber trotzdem sehr, sehr stark hat er da ausgesehen. Und ja, absolut absurder Athlet, vor allem statisch. Hat jetzt neulich auf Instagram 425 Kilo auf 3 Reps gepostet beim Deadlift. Ja. Wird immer besser und auch gerade dieses Jahr ist ja das Teilnehmerfeld nicht so stark. Ich denke, Podium ist auf jeden Fall potenziell möglich. Als nächstes kommt einer meiner persönlichen Favoriten, Rauno Hainler. Papa Rauno, der Honey Badger, wie wir ihn nennen im Strongman Subreddit. Ich schwanke zwischen potenzielles Finale und Stone Off. In diesem Was lustig ist ja, Rauno ist ein sehr guter Stonelifter. Das heißt, sobald er es ins Finale schafft, sobald er es ins Stoner schafft, ist er eigentlich im Finale sehr, sehr gut aufgehoben oder würde da es sehr wahrscheinlich machen. Die Frage ist halt nur, ich denke nicht, dass die Disziplinen zu gut für ihn sind dieses Jahr. Ich packe ihn jetzt einfach mal ins Stone-Off. Ist vielleicht ein bisschen kontroverser. Aber ich weiß nicht, ob Rauno dieses Jahr, man muss ja auch dazu sagen, dass seine Gruppe letztes Jahr relativ schwach war, wo er es in Stone-Off geschafft hat. In anderen Gruppen wäre das nicht so einfach gewesen. Es geht weiter mit einem weiteren
Favoriten auf den Titel. Tom Stoltman, zweifacher World's Strongest Man. Ich denke, das wird nicht allzu kontrovers sein, ihn hier ins oberste Tier zu packen. Wobei bei diesen Tierlists ist es ja auch so, dass je weiter links man steht, desto besser desto höher rangiert man innerhalb der Kategorie. Und ich muss sagen, ich packe Mitch ein bisschen vor Tom. Also es würde mich zwar wundern, wenn jemand außer den zwei das Rennen macht, aber ich finde, Mitch ist noch so ein bisschen der bessere Allrounder von den beiden. Weiter geht's mit Evan Singleton. Letztes Jahr 5. Platz, geteilter 4. Platz nach Punkten, hat dann über die letzte Eventregel verloren. Auch den packe ich auf die potenzielles Podium Leiste, wobei ich ihn, glaube ich, noch ein bisschen vor Rag setze. Einfach, wie gesagt, von Evan haben wir mehr Daten. Was seine Wettkampfleistungen angeht, hat natürlich mehrere Giants-Live-Wettkämpfe gewonnen. In den großen 4, also Arnold, WSM, Strongest Man on Earth und Rogue, war er jetzt noch nie auf dem Podium, aber auf jeden Fall sehr, sehr starker Athlet, der auch letztes Jahr seine beste Saison hatte bis jetzt. Als nächstes kommt Gavin Bilton aus Wales. Auch den setze ich wie Rauno in die Nein, mach ich nicht. Ich setze Gavin in die Gruppenphase ausgeschieden Kategorie. Einfach, also man sieht jetzt schon, beim Arnold UK war er sehr schlecht. Beim Europe Strongest Man war er schon ein gutes Stück besser. Aber er war natürlich trotzdem noch weit ab vom Schlag, wo er sein muss, um realistischerweise, glaube ich, ins Finale einziehen zu können. Ich denke, er bräuchte schon eine der schwächeren Gruppen, um realistischerweise in Stone-Off zu kommen. Deswegen packe ich ihn jetzt hier mal in die Gruppenphase ausgeschieden. Wenn er bei 100% wäre, natürlich auf jeden Fall im Stone-Off, wenn nicht sogar im Finale. Weiter geht's mit Pavlo Kordiaka. Europe Strongest Man 23 hatte dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich schon in der zweiten Hälfte letztes Jahr, keine übermäßig tollen Leistungen mehr. Dieses Jahr 7. Platz beim Europe Strongest Man, oder war es sogar der 8.? Geteilter 7. Platz nach Punkten auf jeden Fall, keine übermäßig tolle Leistung. Ich packe Pavlo jetzt auch mal in die Stone-Off-Kategorie, also er ist ein guter Stone-Lifter, keine Frage. Ob er jetzt in einem Stone-Duell gewinnt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, wie gesagt, dieses Jahr glaube ich, dass die Disziplinen bei weitem nicht so gut sind für Pavlo wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat er seine Gruppe gewonnen. Weiter geht's mit Tom Evans. Guter Athlet, guter Allrounder. Nicht der beste Stone-Lifter, ehrlicherweise. Deswegen packe ich ihn jetzt hier nur mal in Stone-Off und ich denke nicht, dass er es ins Finale schafft. Und jetzt, wen haben wir hier? Da muss ich doch mal ein bisschen näher ranzoomen, damit ich das sehen kann. Das ist Eddie Williams aus Australien. Eddie ist ein solider Athlet. Ich packe ihn jetzt aber mal in die Gruppenphase ausgeschieden. Einfach, weil ich jetzt. Also er hat natürlich den Stonewalk als krasse Disziplin, die er auf jeden Fall gewinnen wird. Oder zumindest sehr wahrscheinlich gewinnen wird. Ich denke nicht, dass er in den anderen Sachen jetzt zu krass ist. Ich könnte ihn auch im Stone-Off sehen. Ich packe ihn jetzt mal in die Gruppenphase rein. Weiter geht's mit Kane Francis, der mich durchaus beeindruckt hat beim Britain's Strongest Man. Ist für mich so ein jemand, der schwankt zwischen Gruppenphase ausgeschieden und Stone-Off. Ich packe ihn jetzt hier mal in die Gruppenphase rein. Und vielleicht muss ich dann jetzt im Nachhinein noch Dinge revidieren, das werden wir dann sehen. Also rein mathematisch müsste die Hälfte der Leute im Gruppenphase ausgeschieden Ding landen. Weil in Stone-Off kommen ja Platz 2 und 3 und der Gruppensieger schafft es direkt ins Finale. Als nächstes haben wir Aivas. Aivas setze ich mal ins potenzielle Finale. Sehr beeindruckende Leistung beim Europe Strongest Man. 2. Platz hinter Luke Stoltman, 1 Platz hinter ihm. Genau dieselbe Zeit wie Luke beim Stone Run. Dementsprechend wissen wir auch, dass Aivas sehr gut mit den Stones ist. Er hat jetzt
immer sehr viel Pech beim Stone-Off. Also 23 musste gegen Matthew Ragg, 21 gegen Maxime Boudreau, 19 gegen Tom Stoltman. Also er sucht sich immer diese absoluten Monster aus beim Stone-Off. Und da hat er natürlich relativ wenige Chancen. Ja, Ivers wird immer besser, was auch sehr bemerkenswert ist, weil er den Sport schon echt lange macht. Ich denke, dieses Jahr ist auf jeden Fall ein Jahr, wo er es wieder ins Finale schaffen kann. Als nächstes, das sieht aus, das Adam Bishop. Wir zoomen wieder ran. Adam Bishop, genau. Bish hatte dieses Jahr beim Britain's Strongest Man eine relativ schlechte Performance, die ich aber nicht für repräsentativ halte, was Adam angeht. Er ist in der Regel ein Athlet, der in der Nähe des Stone-Offs zu finden ist, oft auch drin. Er ist jetzt für mich jemand, der wieder so ein bisschen schwankt zwischen Stone-Off und Gruppenphase. Ich packe ihn jetzt einfach mal in der Gruppenphase ausgeschieden. Und wie gesagt, vielleicht muss ich gewisse Dinge revidieren. Ja, also diese WSM-Confirmed-Dinger, die sind absolut furchtbar auf dieser Auflösung. Schön, dass sie das Confirmed so groß geschrieben haben, aber okay. Der nächste ist Jaku Schoonwinkel. Auch einer meiner Favoriten aus Südafrika. Hatte letztes Jahr seine Gruppe gewonnen gegen Brian und Rauno. Er kommt von einer Verletzung zurück. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon bei 100% sehen werden. Schwierig. Er ist ein guter Stonelifter, vielleicht jetzt nicht der beste. Ich packe ihn mal in Stone-Off. Rangiert meiner Meinung nach irgendwo zwischen potenzielles Finale und Gruppenphase ausgeschieden, je nachdem, in welcher Verfassung er auftaucht. Ich denke nicht, dass er ganz so gut ist wie 23. Als nächstes der zweifache Europe Strongest Man, Luke Stoltman, auf jeden Fall auch ins Finale. Ich glaube, ich setze ihn ein bisschen vor Ivers. Beziehungsweise hier werde ich, glaube ich, auch Scooney vor Tom Evans setzen. Und ich glaube, hier setze ich Adam vor. Ich glaube, ich setze Adam hier vor alle. Genau, wo waren wir? Luke Stoltman, ja. Bitte, tausch dich, ja. Sehr guter Stonelifter. Hat in den letzten paar Jahren immer das Finale gemacht, 21 bis 23. Ich sehe auch nicht, warum das dieses Jahr anders sein sollte. Er scheint, manche Leute sagen, wir sehen gerade Prime Luke Stoltman. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich denke, Arnold 22 war seine beste Performance bisher, aber er ist auf jeden Fall sehr stark momentan. Bobby. Bobby ist immer so, es ist so traurig, Bobby zuzusehen. Denn er ist eigentlich ein mega starker Athlet, aber er muss eigentlich seine Gruppe gewinnen, um ins Finale einzuziehen, weil er eigentlich einer der schwächsten Stonelifter ist beim ganzen WSM. Deswegen sehe ich ihn hier auch nur maximal im Stone-Off, denn für einen Gruppensieg wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Tja, schade für Bobby, denn er ist eigentlich jemand, der auf jeden Fall Top 10 auf der ganzen Welt ist für mich, aber das WSM-Format liegt ihm einfach nicht übermäßig toll. Als nächstes, ich glaube, das ist Christian Jón Haraldsson aus Island. Yep. Guter Athlet. Junger Athlet, hat noch viel Potenzial. Letztes Jahr war er eine Reserve, hatte nicht viel Zeit zur Vorbereitung, hat sich trotzdem ganz gut geschlagen. In einer der schwächeren Gruppen, muss man dazu sagen. Aber ich denke, hier Gruppenphase ausgeschieden ist wahrscheinlich das wahrscheinlichste Ergebnis für ihn. Weiter geht's mit Rob Kearney. Er ist wieder beim WSM, 23 hat er es nicht geschafft. Rob hat sehr gute Disziplinen in der Gruppenphase, muss man sagen. Deswegen setze ich Rob auf jeden Fall mal ins Stone-Off. Ich glaube, ich setze ihn vor Tom Evans. Guter Überkopfdrücker, Kreuzheber, sehr schnell mit dem Yoke, das kann er wahrscheinlich gewinnen in seiner Gruppe. Auf jeden Fall jemand, der Top 3 sein kann in seiner Gruppe. Weiter geht's mit Trey. Trey ist natürlich ein interessanter Fall, denn er hatte sich ja die Achillessehne abgerissen beim Rogue Invitational letztes Jahr. Die wenigsten Leute, mich eingeschlossen, hatten erwartet, dass er so schnell wieder zurückkommt. Er ist nicht übermäßig stark, muss man dazu sagen.
Momentan gibt da so ein Video auf dem YouTube-Kanal von Brian Shaw, wo sie die Deadlift-Ladder machen. Da war Trey der schwächste von den 4 Amerikanern, die da mitgemacht haben. Ach, wisst ihr was? Ich setz Rauno jetzt einfach mal hier ins Finale. Einfach, weil ich ein Rauno-Fanboy bin und auch, weil ich denke, dass er im Stone-Off gute Chancen hat. Trey, normalerweise auf jeden Fall jemand, der um eine Podiumposition kämpfen würde. In seiner aktuellen Form vermutlich nicht. Er ist aber ein guter Stonelifter, das heißt, ich denke, dass er es durch das Stone-Off durchschaffen wird. Marcus Crowder, der Sieger der Official Strongman Games letztes Jahr. Sehr starker Athlet, absolutes Biest. So viel weiß ich aber dann doch nicht über ihn. Ich setze ihn jetzt mal in Stone-Off. Guter Stonelifter, aber jetzt auch nicht unbedingt einer der besten. Wesley Dawinski fällt in der ähnliche Kategorie für mich. Ich setze ihn jetzt mal ins Stone-Off. Ich glaube, er war Zweiter bei den OSG. Ja, wie gesagt, auch jemand, von dem ich nicht so viel weiß, ist auf jeden Fall ein solider Athlet. Weiter geht's mit Austin Andrade, Shaw Classic-Sieger des letzten Jahres. Dementsprechend sehen wir ihn auch dieses Jahr beim Shaw Classic. Für mich auf jeden Fall jemand, der potenziell ins Finale einziehen kann. Scheint sehr stark zu sein, statisch. Ich denke, das sollte hoffentlich reichen für ein Finale. Weiter geht's mit Nathan Goldtree, auch jemand, der sich qualifiziert hat über OSG. Aber ich kann ja jetzt schlecht alle OSG-Jungs in das Stone-Off setzen. Das geht ja mathematisch dann irgendwann nicht mehr auf. Deswegen packe ich ihn jetzt hier mal in die Gruppenphase ausgeschieden. Und ich glaube, ich packe ihn hier aber ganz nach vorne. Einer der Leute, die für mich noch mit am wahrscheinlichsten sind, ins Stone-Off zu kommen. Weiter geht's mit Evans Nana. Er ist in der Regel so im Mittelfeld bei den SCL-Shows. Realistischerweise muss man sagen, also er repräsentiert Ghana. Realistischerweise muss man sagen, wenn er jetzt aus einem normaleren Land käme, also irgendwie USA, Kanada, würde es wahrscheinlich nicht zum WSM schaffen. Das ist halt jetzt jemand, der ist ein guter Strongman, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wie gesagt, also wenn er jetzt irgendwie aus Amerika käme, hätte er wahrscheinlich keine Einladung bekommen. Ich setze ihn mal hier in das Gruppenphase-Ding ein bisschen vor Christian Jon Haraldsson. Oscar ist auch ein starker Athlet, aber ich muss sagen, beim Arnold, also beim Haupten Arnold in Ohio und auch beim UK Arnold hat er mich nicht übermäßig beeindruckt. Ich setze ihn jetzt hier mal zwischen Gavin und Bish. Ich will nicht ausschließen, dass er in Stone-Off kommt, aber ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so beeindruckend. Als nächstes haben wir Spencer Ramick. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, dass er eingeladen wurde. Er ist ein guter Athlet. Ich meine, alle Leute sind hier gute Athleten, aber er hat jetzt nichts wirklich Relevantes getan seit dem letzten WSM, um meiner Meinung nach eine Einladung zu rechtfertigen. Aber auf jeden Fall guter Athlet. Ich setze ihn jetzt hier mal zwischen Evans und Kane. Nicholas ist ein interessanter Kandidat. Ich glaube, er war Sechster beim Europe Strongest Man. Er ist auf jeden Fall gut mit diesen Disziplinen. Ich setze hier mal noch Wesley ein bisschen nach vorne. Ist auf jeden Fall gut mit diesen Disziplinen. Er ist leider ein relativ schwacher Stone-Lifter. Ich setze ihn jetzt hier mal ganz ans Ende vom Stone-Off. Potenziell aber auch schon in die Gruppenphasen raus, je nachdem, wie schlimm jetzt seine Bizepsverletzung war beim Europe Strongest Man. Und auch in der Gruppenphase ausgeschieden setze ich jetzt mal Paar. Paar ist gut. Ist natürlich ein bisschen kontrovers von seinem Charakter her, aber er ist ein guter Strongman, muss man offen und ehrlich sagen. Ja, ich denke, das hier passt ungefähr mit der Gruppenphase so im Mittelfeld. Ich denke, so beim 4., 5. Platz in der Gruppe wird er wahrscheinlich rauskommen. Ondrej Fojtu, sehr, sehr spannender Athlet. Dummerweise auch nicht der beste Stonelifter. Das heißt, ich halte es für unwahrscheinlich, dass er durchs Finale, durch Stone-Off durchkommt ins Finale.
Ja, aber auf jeden Fall sehr starker Typ. Stonewalk richtig gut für ihn. Pressing richtig gut für ihn. Ja, das klingt ungefähr passend. Und jetzt auch Kevin ist genau wie Spencer so jemand für mich. Klar ist das ein guter Athlet, aber er hat jetzt auch seit dem letzten WSM nichts wirklich Relevantes von sich gegeben, um hier eine Einladung zu rechtfertigen, meiner Meinung nach. Ich setze ihn jetzt auch mal hier in das Gruppenphase ausgeschieden Ding. Und jetzt schauen wir doch mal nochmal das ganze Line-Up an. Also 2 Favoriten auf den Titel, potenzielles Podium. Ähm, Ich glaube, ich wäre tatsächlich geneigt, wenn ich mir das hier so anschaue, Luke noch in die potenzielles Podium Sache aufzunehmen. Entweder Luke oder Iwars oder sogar Trey. Also wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9 Leute im Finale. Ähm, schwierig. Schwierig. Ich würde vielleicht noch jemanden ins Finale packen von den Leuten. Ähm, schwierig, schwierig. Wisst ihr was? Ich packe Crowder noch ins Finale. Ich packe ihn jetzt mal noch ins Finale. Und ich nehme jetzt einfach mal. Ach, das ist schwierig. Also gehen wir mal kurz nochmal die Disziplinen durch vom Finale. Yoke, Frame Medley, Cactus auf Höhe, Hammer Deadlift, also nicht der richtige Hammer Tire Deadlift, aber ein Deadlift mit Rädern. Max Axel, Stones und was haben wir noch? Shit, jetzt habe ich doch tatsächlich eine Disziplin vergessen. Conan's Wheel natürlich. Es ist für mich zwischen Luke und Iwars. Ähm, Komm, ich nehme Luke noch ins potenzielle Podium mit rein. Das heißt, wir haben mit 2 Favoriten auf den Titel, 3 potenzielles Podium, 5 noch im potenziellen Finale, 3, 8, 10 im Stone-Off. Ja, also es geht jetzt mathematisch nicht ganz auf, aber ich denke, wir sind jetzt schon ungefähr so, wie es sich austragen wird. Das ist auf jeden Fall meine Einschätzung zum BSM. Sobald die Gruppen announced sind, sobald die angekündigt sind, werde ich noch Predictions machen für jede einzelne Gruppe. Aber wie gesagt, das dauert vermutlich noch eine Woche, 2. Bis dahin muss das reichen. Ich werde diese Tierlist verlinken. Dann könnt ihr die auch selbst für euch ausfüllen. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne.